Ja, ich bin hier gerade am Stand von Biax und ich habe den Herrn Pachomov hier neben mir und wir würden gerne einmal kurz auf die Innovation eingehen, vor allem wenn es um die Automatisierung geht. Und ich würde die Frage direkt an Sie richten, Herr Pachomov. Was haben wir denn hier Neues? Was können wir denn hier sehen? Was ist die Besonderheit hier? Also wir haben hier eine Roboterspindel aus dem Hause Biax mit einem Schnellwechselsystem. Das heißt, Sie sehen es gerade, der Roboter kann hier eine Spindel nehmen, mit dieser Spindel arbeiten, beziehungsweise das Werkzeug nehmen, mit dem Werkzeug arbeiten und falls erforderlich das Werkzeug wechseln gegen ein anderes. Ne? Wenn also ein Bauteil mit mehreren verschiedenen Werkzeugen bearbeitet werden muss, wäre das eine Anwendung, aber die häufigere Anwendung wäre, man bürstet das Bauteil, also man bürstet es nur und wenn die Bürste dann am Ende ihrer Ressource sozusagen an Lebenszeit angelangt ist, kann der Roboter die Bürste mannlos wechseln. Die axiale Auslenkung, die wir hier sehen, die führt dazu, dass die Bürste bis zum Ende, quasi bis ganz runter geschrubbt werden kann. Weil sie dann mit dem Druck den dann ausgleicht und dann man somit weiter... Genau, es ist immer der gleiche Anpressdruck auf der Oberfläche. Wir werden es gleich sehen hier in der Simulation. Hier zeigt das jetzt nicht, aber ich kann es Ihnen hier mal zeigen. Das ist die axiale Auslenkung. Ne? Die sorgt dafür, dass der Druck auf die Oberfläche vom Bauteil immer gleich ist und die Bürste kann dann bis zum Schluss abgearbeitet werden. Also auf jeden Fall ein großer Effizienzgewinn und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Sehr gerne.